Ja, also wir sind eine klassische Offset-Druckerei aus Norddeutschland, produzieren Druckprodukte aller Art, sei es Broschüren, Flyer, aber auch Standsverpackungen. Und wir bieten unseren Kunden von der Gestaltung bis zum Versand die ganzheitliche Betreuung, sind auch seit 2007 mit unserem Online-Shop Print2 am Werk und bedienen somit sowohl B2B als auch B2C-Kunden. Wir haben ca. 80 Mitarbeiter, da gehören auch Azubis, Aushilfen und Fahrer dazu. Wir fertigen hier in Leer Aufträge von Stückzahl 1 im Digitaldruck bis mehreren hunderttausend und haben ca. 50 Aufträge pro Tag im Schnitt über das ganze Jahr. Also Trends sind ganz klar ersichtlich und erkenntlich, dass die Auflagengrößen kleiner werden. Es geht viel um Individualisierung. Es sind weniger die Großbestellungen von Katalogen, mehr Print on Demand. Für uns als Raumeldruck gibt es nicht die Frage oder, sondern für uns ist beides da, sowohl Offset als auch digital. Wir sind ja bereits im Digitaldruck seit Anfang der 2000er vertreten, sodass das prinzipiell für uns kein komplettes Neuland ist. Aber wir haben uns jetzt stärker mit dem Digitaldruck beschäftigt, einfach aufgrund der Tatsache, dass kundenseitig die Nachfrage entsprechend höher ist für kleinere Auflagen. Wir haben uns seit 2024, gerade seit der Drupa, da konkreter mit beschäftigt. Und wenn man diesen Schritt macht, Offsetdruck teilweise mit Digitaldruck zu ersetzen, da muss man sich schon länger mit befassen, weil es einfach ein Technologiewechsel ist. Also in so einer Situation, denke ich, ist ein Jahr schon realistisch, wo man sich tief mit der Materie beschäftigen muss. Als das dann abgeschlossen war, dass wir irgendwo eine technische Basis für das Ganze hatten, haben wir dann das Ganze parallel wirtschaftlich uns angeguckt. Natürlich auch mit Unterstützung durch Heidelberg, auch durch Unterstützung von Analyze Point, dass man da Zahlen rausholen konnte aus dem System, um dann auch eigene Wirtschaftlichkeitsberechnungen dazu zu machen. Bei uns ist es so, dass wir an dieser Maschine ein gemischtes Team aus einem Mediengestalter und einem gelernten Offsetdrucker haben. Das ist für uns die perfekte Ergänzung, weil der Mediengestalter vorher schon an der Versafire auch sehr viel Erfahrung im Bereich Prinect und Digitaldruck lernen konnte und so den Mitarbeiter aus dem Offsetdruck da ein bisschen mitnehmen kann. Wobei wir natürlich auch ein Basic-Training von Heidelberg beim Aufstellen der Maschine bekommen haben, sodass alle Operator an der Maschine im Grunde dieses reine Steuern der Maschine können, aber alles, was so die Themen um Ausschießen, Prinect allgemein angeht, da ergänzen die sich jetzt gegenseitig so ein bisschen im Know-how. Das sind gewisse Dinge, Besonderheiten, die bei uns jetzt hier zum Tragen gekommen sind. Es sind aber keine Hürden oder irgendwas, was nicht machbar ist, sondern einfach auch notwendig und genau das Umdenken und Anpassen gewisser Prozesse, die eventuell dann sauber vorher durchgeplant sein müssen. Ansonsten kommt man nicht auf die Performance, die man sich da wünscht. Infrastrukturseitig haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass es wichtig ist, dem Digitaldruck auch den nötigen Platz einzuräumen. Gerade für eine solche Maschine, sei es Stellplätze drumherum, aber auch infrastrukturseitig, sei es Luftbefeuchtung und ähnliche Geschichten. Mit den Möglichkeiten, die Smart Automation bietet, versuchen wir immer mehr, da eben auch automatische Abläufe zu organisieren. Gerade im Digitaldruck ungemein wichtig, weil wir eben immer kleine Auflagen haben. Da kann sich nicht jemand ransetzen und für 50 Visitenkarten manuell ausschießen. Das funktioniert nicht. Das heißt, da sind wir dran, das immer automatisierter zu erstellen. Und jetzt auch gerade mit der Perspektive Connect Touch Free werden wir natürlich auch da schauen, ob uns das weiterhilft, diese Automatisierung einfacher und schneller für mehr Produkte einführen zu können. Also die nächsten Schritte sind für uns ganz klar die Festigung unserer Marktposition hier im Bereich im Nordwesten, aber auch natürlich die Weiterentwicklung im Bereich des Digitaldrucks, um dort eine Auslastung entsprechend zu fahren und potenzielle Kunden abzuholen, das richtige Produkt anzubieten, sowohl Kleinstauflage als auch die größeren Auflagen, sodass wir einfach ein gesamtes Portfolio abdecken und so hier erfolgreich als Druckerei am Standort Leer betreiben.